Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem neuen Video möchte ich euch weitere Neuigkeiten aus Russland vorstellen. Ich hoffe, dass für euch einige interessante Informationen dabei sind und ihr vielleicht auch etwas Neues entdecken könnt. Wenn ihr Fragen zum Leben in Russland habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. Also bleibt gerne dabei und jetzt geht's los. Drohnenchaos in Leipzig. Wer steckt wirklich hinter dem Vorfall am Flughafen? Vor kurzem gab es da diesen Vorfall am Flughafen Leipzig. Rein zufällig standen dort gerade ukrainische Antonov-Transportflugzeuge mit irgendeiner Ladung aus Frankreich. Ob nun Austern oder Munition, weiß man nicht so genau. Und plötzlich soll ein vorbeifahrender Busfahrer eine Drohne abgeschossen haben. Mit der Hand oder mit dem Fuß. Direkt neben diesem riesigen ukrainischen Transportflieger. Fragt mich nicht, warum mit dem Fuß. So haben es jedenfalls die deutschen Zeitungen in den ersten Stunden nach dem Vorfall berichtet. Dann hieß es, die Drohne sei mit tschechischem Sprengstoff vom Typ Semtex bestückt gewesen und nur durch reinen Zufall sei nichts explodiert. Die alarmierten Spezialisten schätzten die Gefahr ein und zerstörten das Gerät. Die neueste Version der Geschichte klingt dann so. Eine unbekannte Drohne sei gegen den Flügel der Antonov geprallt, auseinandergefallen und runtergefallen. Der Sprengstoff separat, ein nicht funktionierender Zünder separat, die Drohne separat. Und der Busfahrer habe sie gar nicht abgeschossen, sondern einfach nur draufgetreten. Wer kommt heutzutage überhaupt auf die Idee, auf eine Drohne draufzutreten? Diese Frage beantwortet die deutsche Presse nicht. Zwischenzeitlich sprach Bundesinnenminister Dobrindt von einem Akt hybrider Kriegsführung durch einen fremden Staat. Die bekannte Falken, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Frau Strack-Zimmermann, erklärte, das sei eine Drohne des Kremls. Übrigens war genau sie es, die dieselbe These schon damals aufgestellt hat, als Nord Stream 2 in die Luft flog. Logischerweise wiederholte das dann auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeyev. Nebenbei versuchten die deutschen Behörden, die Info überall rauszunehmen, dass die Antonov, was ja logisch wäre, mit Waffen für die Ukraine beladen war. Und hätten die unbekannten Täter tatsächlich einen funktionierenden Zünder eingebaut, hätte sich das Land wohl für immer vom Flughafen Leipzig verabschieden können. Aber die Öffentlichkeit wurde beruhigt, damit bloß keiner die Frage stellt, warum wird Deutschland eigentlich so verhemmt in einen echten Krieg reingezogen? Es stellte sich außerdem heraus, dass die Spezialisten sogar DNA-Spuren von der Drohne nehmen konnten. Und diese DNA passte zu der aus einem Strafverfahren in Litauen, bei dem es um ein brennendes Paket in einem DHL-Lager ging. Die Deutschen haben also aktuell einen ukrainischen Transporter, höchstwahrscheinlich mit Waffen beladen, eine Drohne unbekannter Herkunft, Semtex-Sprengstoff, der nur an NATO-Staaten geliefert wird, einen nicht funktionierenden Zünder, DNA aus Litauen und keinen Drohnenpiloten. Auf dieser Grundlage bastelt die Deutsche Welle Schlagzeilen wie russische Bedrohung für Deutschland. Und dann geht es erst richtig los. Der Spiegel hat schon verkündet, die Sicherheitsbehörden hätten so gut wie keine Zweifel, dass Moskau hinter dem Angriff auf den Leipziger Flughafen steckt. Vernünftige Einwände wie davon profitieren mindestens mehrere Seiten und Russland gehört definitiv nicht dazu, werden gar nicht erst in Betracht gezogen. Aufmerksame Leser dieser Medien riechen in den Foren dagegen ganz klar die Provokation. Ich höre Radio Gleiwitz, schreibt einer. Gemeint ist der von der SS inszenierte Überfall auf den Sender Gleiwitz, der 1939 als offizieller Vorwand für den deutschen Angriff auf Polen diente. Aber die Hysterie läuft schon auf Hochtouren. Wegen der ständigen Bedrohung durch Russland wird beschlossen, spezielle Antidrohneneinheiten aufzubauen.
Zelensky weist wie gewohnt auf die immerwährende Gefahr durch Russland als solche hin und fordert weiteres Geld und weitere Waffen. Alle fordern immer mehr Geld, weil Russland sich angeblich schon fast mit seinen Drohnen in Ostdeutschland eingerichtet hat. Wie man auf Deutsch so sagt, der Rubel rollt, genau so. Rubel, obwohl es eigentlich um neue Millionen Euro geht. Und dann, am Mittwoch, werden am Flughafen Köln-Bonn mehrere Drohnen gesichtet. Wegen der Meldungen über die Flugobjekte wird der Flugbetrieb vorübergehend gestoppt. Eine der Drohnen wurde beschlagnahmt. Die Identität des mutmaßlichen Bedieners ist bekannt. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren. Hat dieser Bediener irgendwas mit Russland zu tun? Nein. Deshalb halten sich diesmal auch alle Medien ganz schnell zurück. Genau wie damals, als am Flughafen Zürich über dem Rollfeld eine Drohne gestartet wurde. Von einem lokalen Polizisten. Aber die eigentliche Bedrohung, die geht natürlich von Russland aus. Müssen wir wirklich Angst vor Russland haben? Auch wenn viele das nicht zugeben wollen? Ja, denn jede neue Drohne stärkt Putins Macht, schreibt die Zeit. Die gesamte militärische Maschinerie, deren Sprecher Verteidigungsminister Pistorius ist, nutzt die Leipziger Drohne schon jetzt, um mit doppelter Kraft die allgemeine Wehrpflicht durchzusetzen. Und der Geheimdienst BND hat plötzlich erweiterte Befugnisse bekommen zur Manipulation von Informationen und Daten und sogar die Erlaubnis, Menschen zu töten, auch außerhalb Deutschlands. Wie passend, dass diese Drohne genau jetzt aufgetaucht ist. Sicher nur Zufall. Bundestagsabgeordnete wie Kiesenwetter fordern, das russische Haus in Berlin zu schließen und der Ukraine sofort noch mehr Raketen zu schicken. Und vor allem gibt es plötzlich noch mehr Gründe, um der Partei Alternative für Deutschland den Mund zu verbieten, die ja dazu aufruft, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren. Mehr noch, der Drohnenvorfall neben dem ukrainischen Flugzeug ist ein guter Anlass, um in Sachsen den Ausnahmezustand auszurufen, wo bei den Wahlen ein klarer Sieg der AfD droht. Denn im Ausnahmezustand werden Wahlen einfach abgesagt. Russisches Haus in Berlin vor dem Aus. Moskau kündigt Gegenmaßnahme an. Sollte das russische Haus in Berlin geschlossen werden, könnte Russland mit Spiegelmaßnahmen gegen das deutsche Kulturzentrum in Moskau reagieren. Das erklärte der russische Botschafter in Deutschland, Sergei Netschajew. Der Botschafter hofft, dass es gar nicht erst zur Schließung des russischen Hauses in Berlin kommt. Sollte eine solche Entscheidung trotzdem fallen, werden Moskau entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereiten, so der Diplomat. Ich denke, so weit wird es nicht kommen, sagte er gegenüber Journalisten. Als mögliche Spiegelmaßnahme könnte Russland demnach das Goethe-Institut schließen, das derzeit in Moskau tätig ist. In den letzten Jahren gerät das russische Haus in Berlin immer wieder in die Kritik deutscher Politiker, die vor dem Hintergrund der angespannten bilateralen Beziehungen seine Schließung fordern. Als Reaktion auf diese Forderungen hat die Partei BSW eine Petition zum Schutz der Einrichtung gestartet, die bereits von mehr als 4200 Menschen unterzeichnet wurde. Das russische Haus besteht seit 1984 in Berlin und kümmert sich um die Unterstützung von Landsleuten sowie die Verbreitung russischer Kultur. Vertreter der Regierungsparteien Deutschlands hatten zuvor eingeräumt, dass eine Schließung des russischen Hauses in Berlin rechtlich gar nicht möglich sei. Das Auswärtige Amt verwies dabei auf die bilateralen Abkommen zur Arbeit von Kultureinrichtungen. Die russische Botschaft bestätigte ihrerseits die Rechtmäßigkeit des Betriebs des Zentrums. Also, liebe Freunde, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt dabei etwas Neues und Interessantes erfahren. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns schon bald in einem neuen Video wieder. Bis dann. Macht's gut und tschüss.